Bei der Gestaltung der Ausstellung Natur und deutsche Geschichte, Glaube, Biologie, Macht haben wir auf naturgegebene Strukturen zurückgegriffen, nämlich ein Hexagon. Ein Hexagon findet sich beispielsweise in Bienenwaben oder Schneeflocken wieder, aber auch in der Darstellung von chemischen Elementen, die ja dann wieder vom Menschen geschaffen wurden. Diese hexagonale Struktur hat 2 Vorteile. Ein Vorteil ist, dass es wirklich sehr zurückhaltend die Themen bündelt. Also, die Waben sind ja nicht geschlossen, sondern so ein bisschen offen gestaltet. Und das Zweite ist, dass wir bei der Umsetzung in Architektur sehr viel wiederverwenden konnten. Und wir haben uns bemüht, bei dieser Ausstellung möglichst nachhaltig zu sein. Das heißt, das Hexagon wird dargestellt über 3 mal 3 Meter Wände, die wir bereits in der Ausstellung „Was ist Aufklärung?" verwendet haben. Sie wurden nur in einer anderen Farbe gestrichen. Dort haben wir auch übernommen die Sideboards oder auch die Raumstelen mit den Interviews und Raumtexten. Das ist alles von der Ausstellung wiederverwendet worden. Aus der Ausstellung Documenta 2021 beispielsweise übernehmen wir die gesamten Sitzelemente und aus der Kinderausstellung Rein ins Gemälde die Hörnischen. In der Ausstellung haben wir diesmal wieder eine Kinderspur. Die ist für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Und diesmal ist es ein Belugawal, der die Kinder durch die Ausstellung führt. Da fragt man sich natürlich, was macht ein Belugawal in Deutschland? Er hat sich tatsächlich 1966 in den Rhein verirrt und, das Problem war, der Rhein war so verunreinigt, dass dieser Belugawal Hautausschlag bekam. Aber er hat's geschafft, er hat sich rausgerettet und hat das Ganze überlebt. Aber der führt nun quasi als Gast in Deutschland, die Kinder durch die Ausstellung. Dann ist die Ausstellung auch wieder inklusiv gestaltet. Das heißt, wir versuchen, die Angebote so zu gestalten, dass alle Menschen, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen, an der Ausstellung teilhaben können über taktile Leitsysteme, Texte in leichter Sprache oder auch in deutscher Gebärdensprache. Auch bei der Objektauswahl haben wir uns das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Wir haben also zuerst in der eigenen Sammlung geschaut und dort auch wirklich über 50% der rund 200 Objekte gefunden. Wir haben dann weitergeschaut in Berlin, im Botanischen Museum, im Naturkundemuseum, in der Staatsbibliothek. Weitere, Leihgeber waren dann in Halle, das Naturwissenschaftliche Zentrum der Universität Halle, die eben auch für diese vielen Naturobjekte stehen. Und alle weiteren Leihgaben haben wir möglichst regional gebündelt, damit wir eben viele Transporte vermeiden können. Herausragende Stücke sind beispielsweise aus unserer eigenen Sammlung, die fantastischen Zeichnungen von Insekten und Pflanzen von Maria Sibylla Merian. Berühmt ist ja die Metamorphose des Seidenspinners, die kann man auch an einer interaktiven Station dann nacherleben oder durchwandern. Wir haben, eines der sehr seltenen Bilder eines Cholerakranken vom Museum für Hamburgische Geschichte geliehen bekommen. Wir zeigen das fantastische Gemälde von Lotte Laserstein am Motorrad. Das steht für die organische Maschine, die wir auch zeigen, verbunden mit einem echten Motorrad und einem Pferdemodell, denn viele denken nicht mehr daran, PS kommt ja von Pferdestärke. Wenn wir in den zeitgenössischen Bereich kommen, dann empfängt uns ein Eimerketten-Schwenkbagger, der für die, Bodenrekultivierung steht im, Tagebau. In der Nähe von Senftenberg, fand er statt in der DDR. Und das Spiel Toxifax, steht für das Thema Umweltschutz, wie es vor allem dann in den 60er Jahren aufkam. Darüber hinaus haben wir ein, Begleitband im Verlag Mattes und Seitz wird der erscheinen, und zwar in der Reihe Naturkunden. Darüber freuen wir uns besonders. Und, dann haben wir ein wissenschaftliches Begleitprogramm, wo wir diesmal auch außer Haus gehen. Das heißt, man kann beispielsweise auf den Spuren des sogenannten Kartoffelkönigs Friedrich der Große in Sanssouci wandern oder, einen Klostergarten, wie ihn Hildegard von Bingen hatte, im Kloster Eibenberg, besuchen oder beispielsweise in Wühl in Südwestdeutschland. Dort gab es in den 70er Jahren die ersten Anti-Atomkraft-Proteste
Und, die Wühler Weinbauern haben es tatsächlich geschafft, den Bau des Atomkraftwerks zu verhindern. Also, das erfährt man dann von ihnen persönlich. Und darüber hinaus haben wir wieder ein abwechslungsreiches, Führungsprogramm au für Kinder und Erwachsene und bieten zusätzlich an Tandemführungen mit externen Experten zu Themen wie Frauen, Technik, Naturschutz und Ähnliches. Und es gibt natürlich auch wieder eine schöne Filmreihe in unserem Zeughauskino.